there are some terrible people being met with awful news themselves, and that includes those in the Trump administration, specifically J.D. Vance, who got what I might consider almost career-ending news from Donald Trump today with a new announcement that has thrown him under the bus in the most delicious way. So if you have been upset with how bad the news has been, be excited because JD just got some himself. In einem Moment, den niemand kommen sah, hat Donald Trump gerade J.D. Vance vor den Bus geworfen. Im nationalen Fernsehen. Ein politisches Bündnis, das einst als unerschütterlich galt, liegt nun in Trümmern. Und die Welt fragt sich, warum? War es ein kalkulierter Schachzug oder ein Zeichen für das Chaos in Trumps innerem Kreis? Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie glauben, dass Trump dies geplant hat. Oder mit 0, wenn es ein totaler Reinfall war. Und jetzt? Lasst uns eintauchen. According to new reports, the Trump administration is considering forming a task force to look into the potential impact of the tariffs that they have put on China and, of course, the tariffs that China has put on us. In other words, Donald Trump wants to make sure that any of the ramifications of his trade war fall on somebody else. And that somebody else, according to these reports, is going to be J.D. Vance. Bevor wir weitermachen, drückt den Like-Button und abonniert die Seite. Denn ihr wollt sie auf keinen Fall verpassen. Es ist, als würde man versuchen, das Buch der politischen Hinterhältigkeit neu zu schreiben. Und raten Sie mal, wer da steht und hoffnungslos mit den Armen fuchtelt wie ein überraschter Statist in einem Tarantino-Film? Das wäre Donald Trump, der schamlose Wilde. J.D. Vance. Sie haben es erraten. Richtig. Ja, derselbe J.D. Vance, der allen Widrigkeiten zum Trotz Trumps Vizepräsident wurde, obwohl er ihn mit der Grausamkeit von 1000 Söhnen verabscheute. Das liegt vor allem daran, dass Trump in der Lage ist, seine Gegner in ergebene Fußsoldaten zu verwandeln, zumindest bis es an der Zeit ist, sie vor den Bus zu werfen. We need a little bit of tariff context from two ridiculous things Donald Trump said today. Mexico, Canada, they live off it, those two. Without us, they wouldn't have a country. And everybody wants a peace. And at a certain point, if we don't make a deal, we'll just set a limit. We'll set a tariff. We'll set some parameters. And we'll say, come in and shop. They may not like that, and they may find it, or the market may find it too high, you know. Wie aufs Stichwort kommt Trump daher und wirft J.D. Vance mit der Art von Nachdruck in den politischen Fleischwolf, die sonst für den Ausschluss von Kandidaten aus enttäuschenden Reality-TV-Shows reserviert ist. Wie geht das? Indem man Abgaben auf Waren erhebt. Außerdem handelt es sich bei diesen Zöllen nicht um irgendwelche Zölle, sondern um die Art von Zöllen, die einen erwachsenen Mann zum Weinen bringen, Unternehmen zerstören und den Durchschnittsamerikaner in Angst und Schrecken versetzen können. Wer genau, wenn es überhaupt jemand weiß, wird die Verantwortung für diese schreckliche Handelspolitik übernehmen? Sie alle. Sie haben sie jetzt. Ein J.D. Vance. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. The Trump administration not only is considering forming this task force, but they are going to, if it comes to fruition, put Vice President J.D. Vance in charge of it and effectively make him what they're calling the Tariff Czar. Lassen Sie uns einen Moment lang ehrlich sein. In dem Moment, als Trump seine große Ankündigung über Zölle machte, hat er nicht nur eine brandneue Politik vorgestellt. Dann flüchtete er zum nächsten Ausgang, nachdem er eine politische Granate gezogen und sie in J. geworfen hatte, D. Vance geworfen hatte und dann schnell die Szene verließ. Dabei darf die Bedeutung der Zeit nicht übersehen werden. J.D. Vance und seine große Weisheit kamen zu dem Schluss, dass es am besten wäre, sich mit Trump anzufreunden und behaupteten, dass all die frühere Kritik an Trump in Wirklichkeit nur eine vorübergehende Phase war. Eine Zeitspanne, die er jetzt in jedem Winkel seines Wesens zutiefst bedauert.
but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Als ob er eine Art Wirtschaftsmessias wäre, hat J.D. Vance die Verantwortung übertragen, diese Zölle zu rechtfertigen, während sie gezwungen sind, eine Katastrophe zu beseitigen, die sie nicht einmal verursacht haben, müssen sie gleichzeitig so tun, als wären sie irgendwie stolz darauf. Haben sie Zölle, die die Wirtschaft zerstören werden? Das ist richtig. J.D. Und sie sind jetzt das öffentliche Gesicht dieser Katastrophe. Es sollte Spaß machen, sie den Wählern zu erklären. Well, if you go back a little bit, Lawrence, remember during the first Trump administration, everybody said that Trump's tariffs were going to be inflationary back then. What actually happened? We had 1.5% inflation. We had the fastest growing economy in a generation, and we had the beginning of a manufacturing renaissance in the United States of America. Then, of course, we had 4 terrible years of the Biden administration. But I think it's useful for all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on 2 principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Ich denke aber, dass es wichtig ist, Trump Anerkennung zu zollen. Er ist in der Lage, mit seinen Fähigkeiten aus einer ärmlichen Situation einen Zirkus zu machen. Außerdem gibt es in diesem Zirkus nur eine einzige Hauptnummer: J.D. Vance, der auf der Bühne stand, bemühte sich tapfer, eine Politik zu fördern, die zum Scheitern verurteilt war. Sowohl die Linke als auch die Rechte werden die Person als Quelle der Lächerlichkeit empfinden. Denn wenn Trump eines besonders gut kann, dann ist es, seine Anhänger dazu zu bringen, die Rolle des Sündenbocks zu übernehmen. Wenn alles schief geht, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über das Zollchaos zu sprechen, das wir gerade erleben. Zölle beruhen seit jeher auf einer Logik, die im besten Fall recht fragwürdig ist. Indem man ausländische Waren mit einer Steuer belegt, kann man sie teurer machen, was die Amerikaner dazu ermutigt, in den USA hergestellte Waren zu kaufen. Aber hier wird es interessant. Raten Sie mal, wer das Vergnügen hat, zu sehen, wie die Wirtschaft unter dem Gewicht der Tatsache zusammenbricht, dass die amerikanischen Hersteller nicht die Kapazitäten haben, um die gesamte Nachfrage zu befriedigen, die Hersteller in den Vereinigten Staaten. J.D. Vance. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything. But now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. Es ist gut möglich, dass Trump die Konsequenzen nicht einmal bedacht hat. Er scheint in seinem goldenen Turm zu sitzen und Befehle zu erteilen, als wäre er ein König aus dem 19. Jahrhundert, ohne sich Gedanken über die tatsächlichen Auswirkungen seines Handelns zu machen. In der Zwischenzeit hat J.D. Vance versucht unterdessen, Trumps katastrophales Urteil zu rechtfertigen, während er gleichzeitig dafür betet, dass es seine politische Karriere nicht ruiniert. Er schwitzt Kugeln. When Powell warned that Trump's tariffs could bring inflation down and could bring greater inflation and slow economic growth, he didn't use the exact word, but what he was describing is stagflation. Investopedia defines stagflation as an economic condition characterized by slowing economic growth, high unemployment, and rising prices or inflation simultaneously. It's a 1, 2, 3 punch, although at least for now we continue to have low unemployment. But inflation and a recession, which then results in higher unemployment, at the same time? Vergessen wir nicht, dass noch vor wenigen Jahren J.D. Vance hier draußen war und sich über Donald Trump lustig machte, als wäre er der Gastgeber der bösartigsten Bratensendung in der Geschichte des Planeten. Es ist fast so, als hätte er es sich zum Beruf gemacht, die von Trump eingeführten Wirtschaftsmaßnahmen zu kritisieren und sie als völligen Fehlschlag zu bezeichnen. Trotzdem hat er es nicht dabei belassen. Laut Vance war Trump nichts weiter als ein egozentrischer, egomanischer Verlierer, der nicht in der Lage war, etwas richtig zu machen. Er sorgte dafür, dass sich jeder dieser Tatsache bewusst war. Er wurde bekannt für seine Fähigkeit, Schatten mit einer solchen Wucht zu werfen,
dass eine Sonnenfinsternis wie eine Kerze im Wind hätte aussehen können. Es ist die unerwartete Wendung der Ereignisse, die sie nicht kommen sahen. Anstatt unerschütterlich in seinen Überzeugungen zu bleiben, hat J.D. die unbedachte Entscheidung getroffen, dass es am klügsten wäre, auf den Trump-Zug aufzuspringen und ihn bis zum Amt des Vizepräsidenten zu fahren. Was denkst du, J.D.? Es sieht so aus, als würden sie auf die harte Tour lernen. Was passiert, wenn sie versuchen, eine 180-Grad-Wandlung zu vollziehen, die so extrem ist, dass Hollywood sie als unrealistisch ansehen würde? Viel Glück für Sie, mein Freund. Eine Sache, die Sie gleich entdecken werden, ist, dass Sie nicht zum Kapitän werden, wenn Sie ein sinkendes Schiff betreten. Sie werden also ein Passagier der ersten Klasse sein. And my biggest problem with Trump, I mean, and there are many, many things to pick out, but my biggest problem with Trump is that his message to the right, especially the white working class of which I came from, is anti-conservative and in some ways anti-American. It's fundamentally that the deck is so stacked against you that unless I'm the president, nothing that you do will change your life's outcomes. I think it's wrong and I think it's very self-destructive. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es fast schon lyrisch. J.D. Vance, der seine ganze Karriere mit Sticheleien gegen Trump aufgebaut hat, verbrachte Jahre damit, den ehemaligen Präsidenten in der Öffentlichkeit zu zerfleischen und sich als Anti-Trump-Stimme der Republikanischen Partei zu etablieren. Er konnte seine gesamte Karriere darauf aufbauen, sich mit Trump anzulegen. Vance war zweifelsohne kein typischer Politiker. Er war derjenige, der Trumps gesamte Existenz ins Lächerliche zog und ihn als Verkörperung all dessen darstellte, was mit dem republikanischen Establishment nicht stimmt. Doch Vance gab nicht einfach auf, als die Trump-Maschine auf den Plan trat. Das kam völlig überraschend. Stattdessen hat er sich sofort angeschlossen und die Chance ergriffen, Trumps politische Marionette zu werden, bevor sie ihm überhaupt angeboten wurde. Es ist fast so, als hätte er die goldene Eintrittskarte zur Macht entdeckt und sich gesagt, hey, warum sollte ich an meinen Prinzipien festhalten, wenn ich auf den Zug der Bestechung aufspringen kann? Andererseits, wenn Vance sich zurücklehnt und das Unheil sieht, das Trump mit diesen törichten Zöllen angerichtet hat, ist es fast so, als hätte die Welt beschlossen, ihm ein bisschen Karma zu geben. Es ist unmöglich, sich jahrelang über jemanden lustig zu machen und sich dann an seinen Zug zu hängen, ohne am Ende ein Ticket in der ersten Reihe für das Chaos zu haben, das er auslösen wird. Es sieht so aus, als ob Vances politische Anpassungsfähigkeit ihn irgendwann wieder einholen wird. Um ehrlich zu sein, ist es schwierig, dem Drang zu widerstehen, sich zu entspannen und die Show zu genießen. And so one of the takeaways is not just that the Republican Party base is somehow fundamentally flawed in a way that's unique in American political history. It's that Trump is a really bad candidate and frankly, I think a really bad person. Trump, because I think that he's projecting very complex problems onto simple villains. Fast forward to 2024. I don't hide from that. I was certainly skeptical of Donald Trump in 2016, but President Trump was a great president and he changed my mind. I think he changed the minds of a lot of... Es versteht sich von selbst, dass Trump Vance nicht aus seiner Verantwortung entlassen wird. Vor allem, wenn es um politische Maßnahmen geht, die auf die denkbar dramatischste Weise nach hinten losgehen. Ist er nicht die Art von Person, die bereit ist, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen? Stattdessen wird sich Trump zurückhalten, den Aufruhr beobachten, der sich entfaltet, und J.D. Vance die Last dieser Zölle auf seinen Schultern tragen lassen. Ähnlich wie irgendein armer Trottel, der gezwungen war, nach einer Party aufzuräumen, zu der er nicht einmal eingeladen war. So ist das mit Trump, nicht wahr? Seine bemerkenswerte Fähigkeit erlaubt es ihm, ein völliges Chaos zu verursachen und sich dann grinsend zurückzulehnen, während er zusieht, wie jemand anderes versucht, die Scherben des von ihm verursachten Chaos aufzusammeln. Leider ist J.D. Vance derjenige sein, der erklären muss, warum alles auseinanderfällt, obwohl seine Zölle die Wirtschaft zerstören. Sollte Vance geglaubt haben, dass er als Trumps Kandidat der Schlüssel zum Erfolg in der Politik sein würde, wird er feststellen, dass dies in Wirklichkeit der Weg in eine schreckliche Katastrophe ist. Displays the incompetence and corruption that is at play here. Now we know the corruption. We're actually going to talk with one of the best Democrats in Congress about that later in this video, so please stick around for that. But the incompetence is clear. Donald Trump doesn't know what the end goal of his tariff plan is. He doesn't know if it's bringing manufacturing back, which isn't going to happen because
he lost manufacturing jobs in his first administration. Die Tatsache, dass Trump Vance mit der Einführung dieser Zölle vor den Kopf gestoßen hat, ist fast zu perfekt, um wahr zu sein. Dieser Moment ist so etwas wie der Höhepunkt des Ich hab's ja gesagt Moments. Vance hat viel Zeit damit verbracht, so zu tun, als sei er kein Teil des Trump-Zirkus. Doch jetzt, in diesem Moment, ist er mittendrin und versucht, mit feurigen Schwertern zu jonglieren, die eigentlich nie seine Idee waren. Außerdem, seien wir ehrlich, ist er nicht sehr gut darin. Sie glauben, dass J.D. Vance weiß, wie man mit Zöllen umgeht. Nicht wahr? Ich bitte Sie. Die Tatsache, dass sich sein größtes Idol, Donald Trump, in so kurzer Zeit gegen ihn gewandt hatte, ließ ihn nach Luft schnappen. Vance ist nur in der Lage, Trumps Argumente wie ein gut trainierter Papagei nachzuplappern. Das ist das Einzige, was er gerne tut. Trumps Plan bestand schon immer darin, so zu tun, als würden Zölle das Handelsungleichgewicht auf wundersame Weise verringern, während der Rest der Welt mit Schrecken zusieht. Diese Technik hat Trump geholfen, seine Ziele zu erreichen. J.D. Vance ist nun derjenige, dem die Verantwortung aufgebürdet wird, alle davon zu überzeugen, dass dieser Müllhaufen eine gute Idee ist. Es scheint, als ob Trumps wirtschaftliche Ideen von jemandem entwickelt wurden, der in seinem ganzen Leben noch nie ein Wirtschaftsbuch gelesen hat. Die Zölle sind jedoch nicht das einzige Problem. Leider ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus einem viel größeren und viel lustigeren Bild. Nun, J.D. Vance nur noch Trumps persönlicher Sandsack, obwohl er früher als starke und unabhängige Stimme der Republikanischen Partei gepriesen wurde. Andererseits ist dies derselbe J.D. Vance, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie er sich von den Zwängen seiner Wurzeln in Ohio befreit und ein größeres Ziel entdeckt, nur um sich dann unter dem goldenen Daumen von Trump nach politischen Fetzen zu verkriechen. In diesem Moment irrt er ziellos umher und versucht, sich einen Reim auf etwas zu machen, das so unlogisch ist wie ein Waschbär im Smoking. Um die Wahrheit zu sagen, ist er ungefähr so geschickt darin, Misserfolge zu verkaufen wie ein Gebrauchtwagenverkäufer, der an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Man kann die Ironie in Flaschen abfüllen und sie als Gourmet-Sarkasmus verkaufen, weil sie so reichhaltig ist. Der Kerl wurde in die lächerlichste Situation aller Zeiten gebracht, in der er versucht, einen Plan zu verkaufen, der nicht funktionieren wird und dabei völlig ignorant ist. President Trump is taking this economy in a different direction. He ran on that, he promised it, and now he's delivering. And yes, this is a big change. I'm not going to shy away from it, but we needed a big change, Lawrence. We cannot keep going down the Joe Biden globalist pathway where we have $2 trillion of peacetime debt and deficits. We have manufacturing disappearing. That is not working for Americans. We've got to take this country in a different... Diese Situation ist eine völlige Ironie des Schicksals. Einige Jahre lang hat J.D. Vance Donald Trump kritisiert, um sich von dessen verrückten Überzeugungen und noch bizarreren politischen Äußerungen zu distanzieren. Sobald sich jedoch die Gelegenheit bot, aus Trumps Marke Kapital zu schlagen, war Vance sofort zur Stelle und bereit, seine Seele im Tausch gegen eine Chance auf Macht zu verkaufen. Vance befindet sich derzeit in der unglücklichen Lage, ein Problem lösen zu müssen, das nie seins war. Das liegt daran, dass Trumps furchtbare Zollpolitik allmählich ins Wanken gerät und Vance in dieser Lage gefangen ist. Was J.D. Vance angeht, sollte er inzwischen eines begriffen haben: Das Karma hat eine seltsame Art, einem genau dann in den Hintern zu beißen, wenn man es am wenigsten erwartet. Du versöhnst dich mit ihm, du machst das Spiel mit. Und wenn dir das Spiel dann um die Ohren fliegt, bist du derjenige, der die Konsequenzen zu tragen hat. Die ultimative politische Lockvogeltaktik wurde J.D. Und nun steht er mitten in einer Katastrophe und versucht, das amerikanische Volk davon zu überzeugen, dass er der Held ist. Um jede Verwirrung zu vermeiden. Er ist es nicht. Er ist derjenige, der die Schuld auf sich nimmt. Now what I'd say to the American people is look, the president ran on this and he said very clearly that we're done being the piggy bank of the entire world. For 40 years, in the same way that our European friends, I think, have neglected international security, for 40 years, a lot of our friends all over the world have used America as a piggy bank. They have used us to absorb all of their excess economic production. What does that mean for Americans? For Americans, that's meant manufacturing jobs declining. That's meant middle-class wages going down. That's meant whole towns
that have been hollowed out by empty factories, and that means an America that is less safe because our manufacturing isn't as powerful now as it was 30 years ago. J.D. Vance wurde gerade von Trump vor den Bus geworfen, damit das klar ist. Aber seien wir doch mal ehrlich, Vance saß nie wirklich im Bus. Er war einfach nur derjenige, der das Steuer in der Hand hielt und behauptete, die Kontrolle zu haben. Während Trump das Steuer stahl und die ganze Sache in den Graben fuhr. Das ist ein klassischer Schachzug von Trump. Er lässt sie glauben, dass sie das Sagen haben. Und dann reißt er ihnen den Boden unter den Füßen weg, wenn alles in Flammen aufgeht. Möglicherweise hat Vance geglaubt, dass er einen Freifahrtschein an die Macht erhält. Doch in Wirklichkeit bekam er eine Eintrittskarte in die erste Reihe für das Spektakel, das Trumps politisches Theater ist. Was ist der erfreulichste Aspekt? Vance hat sich wahrscheinlich selbst vorgemacht. Er sei der Hauptdarsteller, um dann festzustellen, dass er in Wirklichkeit nur ein Statist im Hintergrund war, ein Bauer, der von Trump in seinem kranken Spiel eingesetzt wurde. Es ist nicht sicher, dass die Preise sinken. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Und ich weiß, dass Donald Trump, wenn er sagt, er führe großartige Gespräche mit China, damit meint, dass er gestresst ist, weil niemand auf seine Anrufe reagiert. Er hat große Angst vor dem, was passiert. Und J.D. Vance sollte das auch sein. Infolgedessen hat J.D. Vance nun derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Brosamen einzusammeln, die Trump ihm zuwerfen will. Haben Sie Trump schon aufgegeben? Das ist so vorhersehbar wie das Ende einer schrecklichen Reality-Show. Niemand hat die Wendung der Geschichte kommen sehen, aber jeder hätte sie kommen sehen müssen. Genießen Sie die Reise, mein guter Freund. Es wird noch sehr viel schwieriger werden. Bitte schnallen Sie sich an, denn Vance wird bald feststellen, dass Sie in Bezug auf Trump nie der Held der Geschichte sind, sondern nur ein weiteres Kapitel in einem Zugunglück, das nie endet. Sie sind dran. Hat Trump ihn zu Recht herausgefordert? Oder hat er gerade ein wichtiges Bündnis zerstört? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Und wenn Ihnen das Drama in US Politik lieben, mögen Sie dieses Video und abonnieren Sie es für weitere unzensierte Updates.